Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag meinen Zusehern dieses Kanals. Willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute geht es um die richtige Auswahl bzw. um die Auswahl des Bikes. Ja, man hat ja mehrere Möglichkeiten. Entweder man kauft sich ein nagelneues Bike und modifiziert es. Dann wird es natürlich teuer. Wenn man jetzt ein billiges, in Anführungsstrichen, Bike nimmt, wie zum Beispiel die CRF 300 Rallye, ja, dann ist man neu auch schon so bei 9.000 dabei, und wenn sie dann fertig ist, sind wir bei 13.000 ungefähr. Ja, oder man nimmt sich eine Africa Twin, eine Tenere und so weiter. Ja, dann sind wir dann auch schon, ja, Neupreis bei, ja, gut, 13.000 plus Modifikation, ja, Ende offen, 16.000, 17.000. Ja, wenn man sich eine GS holen will, ja, da fangen wir dann bei 20.000 an, ohne Modifikation und so weiter. Also alles nicht bezahlbar. Ja, und jetzt, wenn er jetzt die CRF 300 Rallye nimmt, ja gut, dann hat man für 13.000 ein Bike, hätte ich für die Reise, aber man hat halt nur knappe 30 PS. Ja, und das ist eindeutig zu wenig. Ja, unter 50 PS kommt nichts in Frage. Äh, Die Ausnahme wäre jetzt die neue 450er Himalayan mit 42 PS und 190 Kilogramm Leergewicht. Recht günstig im Preis, 6.500 Euro zurzeit irgendwie netto. Ja, wir haben jetzt, lasst euch überraschen, August 24. Das heißt, wenn ihr dieses Video seht, in 1,5 Jahren oder so, heißt das, dass ich mich in Afrika rumtreibe und am Drehen bin. Ja, die Himalayan, die stand auch auf meiner Liste, und zwar ganz oben. Die wäre für 10.000 Euro fertig gewesen. Aber es ist halt ein komplett neues Motorrad und ich hatte Angst vor Kinderkrankheiten und hier und da. Was man aber mittlerweile so hören und sehen kann, vor allen Dingen auch bei YouTube und so weiter in etlichen Videos, das Ding scheint wirklich gut zu laufen. Trotzdem, dass es ein nagelneuer Motor und ein nagelneues Bike ist, das Ding scheint wirklich super zu sein und ist eine echte Alternative. Gut, ich habe mich jetzt anders entschieden. Ich bin den Weg gegangen, ja, ich kaufe mir ein gebrauchtes Teil, um die Kosten zu drücken, und modifiziere es dann. Das Bike werde ich dann nächstes Mal vorstellen. Ähm, ja, was blieb mir übrig? Ja, eine alte GS R80 aus den Mitte, Ende 80er Jahren wäre machbar gewesen. Ja, aber irgendwie nichts für mich. Dann kam die Wahl natürlich irgendwann unvermeidlich auf die Suzuki DR 650, ein anerkannt gutes Bike mit einem Bulletproof Motor, ja, der für solche Zwecke natürlich ideal ist. Und das Problem ist halt nur, dass die DR 650 von der EU 2001 war, glaube ich, das letzte Baujahr, was hier verkauft worden ist, den Garaus gemacht wurde, von wegen Lärm- und Abgasverhalten, bla bla, hast du nicht gesehen. Komischerweise ist die DR 650 bis letztes Jahr noch in USA, Australien oder auch anderen Ländern verkauft worden wie geschnitten Brot. Äh, und das Bike ist quasi 20 Jahre lang fast unverändert gebaut worden. Das heißt, das Ding muss einfach gut sein und ist es natürlich auch. Ja, das Problem ist jetzt halt nur hier, zum Beispiel in Deutschland, eine vernünftige DR zu finden. Viele sind ausgelutscht und die wenigen guten, die noch da sind, werden im Moment quasi mit Gold aufgewogen, sprich zu teuer. Was tun? Ja, ich habe mich dann für das Schwestermodell entschieden, auf gut Deutsch in Anführungsstrichen die Rentnerversion, die XF 650 Freewind. Die gibt es nämlich noch aufgrund dessen, dass sie unter den Offroad-Fahrern jetzt nicht so beliebt ist,
zu günstigen Preisen und auch nicht ausgelutscht. Also es gibt wunderbare Freewind für wenig Geld mit wenig Kilometern auf der Uhr, die man günstig kaufen kann und dann modifizieren kann. Also ich bin jetzt so weit, ich habe hier auch schon einige Teile liegen, so für den Umbau und so weiter und so fort. Ich plane jetzt, ich hoffe, dass ich es hinbekomme, mit dem Bike komplett unter 10.000 Euro zu bleiben. Das heißt, das Bike an sich selber, die ganzen Umbauten, die Drohne, die Kameras, ja, neuer Helm und neue Klamotten brauche ich natürlich auch. Und da ich keine Sponsoren habe, muss ich ja, wie gesagt, alles aus eigener Tasche bezahlen. Und ich bin mal gespannt, ob ich es schaffe. Aber es sieht ganz gut aus bis jetzt so. Ich habe schon einige Teile zusammen. Und wenn ich jetzt so ein bisschen rechne, könnte es mir gelingen, gesamtmäßig unter 10.000 Euro für ein komplett fertiges Bike ready to go, inklusive Helm und Klamotten und Werkzeug und was man alles so braucht, zu bleiben. Und das ist mein Ziel und darauf arbeite ich hin. Das Bike werde ich übrigens nächste Woche vorstellen. Das war ein Abenteuer für sich. Ja, für das Bike bin ich nämlich mit Flixbus mit dem Helm in der Hand quer durch Deutschland gefahren. Um genauer zu sein, nach Regensburg in Bayern. Ich komme hier aus dem nördlichen Münsterland. Ja, das war schon mal ein Abenteuer für sich, weil hat ja auch ganz gut geklappt mit Flixbus. Ja, und der Fahrer, natürlich Russe. Ja, hier, ich sag Regensburg, Regensburg. Ja, ja, hier richtig, Regensburg, bla bla bla. Ja, im Endeffekt sind wir dann in München gelandet. Ja, weil der gute Fahrer mir vergessen zu sagen hat, dass Frankfurt ich doch wohl hätte umsteigen müssen nach Regensburg. Ja, jetzt stand ich dann halt in München. Der Termin war um 10 Uhr morgens in Regensburg mit dem Verkäufer des Bikes. Ja, dann konnte ich dann also noch mal den Verkäufer anrufen. Ja, pass mal auf, Kollege, ich stehe gerade in München, weil Flixbus Scheiße gebaut hat. Ich muss jetzt wieder zurück nach Regensburg. Ja, dann durfte ich dann nochmal irgendwie 20, 25 Euro oder was, keine Ahnung, bezahlen. Ja, und dann ab nach Regensburg zum Bahnhof. Ja, und dann wurde ich dann natürlich auch abgeholt, standesgemäß, ne, schicker Wagen, muss ich sagen. Ein 6er Cabrio von BMW, war natürlich auch gut Wetter. Ich habe natürlich auch Schwein gehabt, muss ich sagen. 2 Wochen später ist ganz Bayern abgesoffen durch den Dauerregen. Ich hatte bestes Wetter. Das war natürlich einer meiner größten Sorgen. Hat ganz gut geklappt. Ja, und dann sind wir mit ihm dann hier nach, weiß der Geier, hinter Tupfingen, irgendwo im tiefsten Bayern, zu seiner Garage gefahren. Ja, ich habe hier 4 Bikes inzwischen stehen. Eins ist zu viel. Ja, da stand dann eine Triumph Daytona, wunderschönes Motorrad, eine nagelneue 1250er GS und eine 50er Jahre BMW, ein Einzylinder noch. Schicke Sache, ja, und halt die besagte Freewind rum. Ja, auf die genauen Details gehe ich dann am nächsten Video drauf ein. Jedenfalls hatte das Ding wenig gelaufen, sah aus wie aus dem Laden. Ja, hat natürlich auch ein paar Mark gekostet, aber im Anbetracht des Zustandes durchaus okay. Ja, und dann bin ich dann von Hintertupfingen da irgendwie zurück nach Westfalen geknallt. Ne, war gute 750 Kilometer oder so. Ja, und angekommen bin ich dann kurz nach Einbruch der Dunkelheit zu Hause, so gegen 21 Uhr oder so, komplett fertig. Ne, aber wie gesagt, das Bike hat seine Sache gut gemacht und so weiter und so fort. Ja, und das Bike, wie gesagt, habe ich jetzt. Ja, darauf gehe ich dann nächstes Mal auf das Bike. Ja, und jetzt zum Abschluss natürlich, ich habe keine Sponsoren. Wenn ihr mich unterstützen wollt, aktiviert die Glocke und klickt auf den Subscribe-Button. Und wenn ihr mir eine Donation hinterlassen wollt, das könnt ihr dann auch. Die Links habe ich hier in der Video-Description unten.
verlinkt oder auch in den Kommentaren an den angepinnten oben. Ja, jeder Euro zählt. Ja, und ich verabschiede mich dann bis zum nächsten Mal, wie immer mit einem fröhlichen Bis neulich.